Warum dieses Spray hier in absolut jede Hausapotheke gehört, das erfährst du jetzt im kommenden Video. Die Rede ist natürlich vom Aloe Vera Instant Emergency Spray, was ich jetzt hier in der Hand habe. Und weil das Ganze natürlich ein Review ist, werde ich natürlich wieder zum Anfang erstmal meine persönliche Erfahrung mit diesem Produkt teilen. Dieses Produkt hat mich im Prinzip eigentlich ganz zu Anfang gleich erstmal von der kompletten Wirkweise der Aloe Vera Produkte erstmal komplett überzeugt. Bevor ich überhaupt irgendwas anderes von den Produkten hatte, hatte ich dieses Spray im Kühlschrank stehen. Komme ich aber später zu. Für mich ist dieses Spray nämlich ein absoluter Allrounder, was die Hautpflege angeht und vor allem auch die Verarztung von kleinen Wunden. Ich nutze dieses Spray zum Beispiel vorrangig im Sommer, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel mir mal wieder die Haut verbrannt habe in der Sonne, weil ich mal wieder zu lange in der Sonne gearbeitet habe. Ich habe ein neues Grundstück und das muss erstmal umgepflügt werden. Von daher verbrenne ich mir da öfter mal den Pelz und für Sonnenbrand ist das wunderbar in der Versorgung. Es ist auch wunderbar zur Verarztung von Insektenstichen, das heißt also auch Wespenstiche, Mückenstiche sowieso, da ist es geiler als Phenestil und auch gesünder als Phenestil. Man kann es natürlich auch für, ich sag mal, kleine Verbrennungen, wenn man mal irgendwo angefasst hat, wo man jetzt nicht unbedingt hätte anfassen sollen, sich eine Stelle an der Haut verbrannt hat, kann man das auch zur Erstversorgung nutzen. Und natürlich auch für die Versorgung von kleineren Schnitt- und Schürfwunden kannst du damit alles abdecken. Und ein kleiner Tipp, weil ja natürlich die Aloe Vera Barbadensis Miller eine Heilpflanze ist, nämlich die älteste Heilpflanze der Welt. Für die After-Sun-Behandlung, wenn du in der Sonne warst den ganzen Tag, ist das ideal im Gesicht zum Beispiel. Nach der Gesichtsrasur zum Beispiel auch eine super Sache, wenn man, bevor man seinen Aftershave aufträgt. Kleiner Tipp am Rande, natürlich auch für die Körper- und Intimrasur wunderbar geeignet. Weil man da natürlich seltenst irgendwelche Produkte aus der Drogerie kriegt, die auch wirklich sinnvoll sind, dort aufzutragen auf diesen Stellen. Von daher empfehle ich bei sowas immer diese Produkte zu nehmen. Aber da komme ich noch zu. Ja, ansonsten natürlich für Hautreizungen und Hautirritationen aller Art kann man das wunderbar verwenden. Ich zum Beispiel habe immer das Problem im Sommer, weil ich viel draußen baue, wenn ich irgendwie viel betoniert habe ich meistens danach total angegriffene Haut an den Händen. Und ja, diese Produkte nutze ich halt dazu, um das Ganze wieder loszuwerden, diese angegriffenen Hautstellen. Und das ist ideal dafür. Das Wichtigste dabei ist natürlich auch, was man bedenken muss, die Linderung tritt fast sofort und ohne Zeitverzögerung ein. Und vor allen Dingen, wenn man das Aloe Vera Emergency Spray vorher im Kühlschrank hatte. Das habe ich bei noch keinem anderen Naturprodukt so erlebt. Kommen wir zur Anwendung. Zur Anwendung kann ich immer nur eins sagen, man soll das Spray vor Gebrauch wirklich schütteln. Da hier natürlich keine Bindemittel oder sowas drin sind, sondern wirklich nur reine Extrakte gelöst in ein bisschen Alkohol und Aloe Vera Spray und Aloe Vera Gel gelöst alles sind. Kann passieren, dass wenn dieses Spray eine Weile rumsteht, dass sich die Bestandteile absetzen. Also demnach immer ein bisschen schütteln, dann hat man definitiv immer eine gute Mischung. Ja, und dann einfach auf die Haut sprühen. Und das ist dann halt wirklich der Oberkracher, weil wow, es wird sofort kühl, es wird angenehm und man merkt sofort die Durchfeuchtung der Haut. Und das ist wirklich geil. Ja, kann ich nur sagen. Um euch mal zu zeigen, dass ich hier wirklich kein Wasser drin habe, sondern halt wirklich, das ist auch ein bisschen bräunlich, deswegen muss man immer aufpassen, wenn man das aufsprüht auf die Haut, dass es nicht irgendwo hintropft, weil es halt ja, leicht bräunlich ist und auch leicht bräunlich wird, wenn es oxidiert. Man merkt, mein Arm wird ganz feucht. Ja, man merkt auch sofort, geil, Alter, richtig geil immer. Mach ich gleich, wo ich mal dabei bin, dann mache ich gleich noch die andere Seite. Habe ich schon lange nicht mehr so gemacht. Yeah, Baby. Das ist cool. Ein Träumchen. So. Holla, die Waldfee. Ja, also wie gesagt, man sprüht es halt einfach auf die betroffene Hautfläche, die man damit behandeln will, einfach auf und verreibt es ein bisschen. Nur aufpassen, dass es jetzt nicht unbedingt auf die Klamotten kommt, wenn man noch irgendwo hin will, weil es ist halt leicht bräunlich. Also bedingt durch die Kräuterextrakte und das Aloe Vera Gel, was da drin ist. Es ist übrigens auch wunderbar anwendbar auf Schleimhäuten. Ja, wer hat kein Problem mit trockenen Hautstellen oder sonst irgendwas? Ja, ich habe zum Beispiel im Winter immer das Problem, dass meine Nasenschleimhäute extrem trocken sind und das ist halt ein bisschen ekelhaft. Und in dem Fall mache ich mir dann halt einfach immer ein bisschen Aloe Vera Spray auf den Finger und verreibe das dann in die Nasenschleimhäuten. Sieht ein bisschen komisch aus, hilft aber wunderbar. Vertrau mir, ich weiß, wovon ich rede.
Ansonsten kann ich auch bloß wieder sagen, für die Anwendung nach der Körper- und Intimrasur ist es das allerbeste, was man seiner Haut zur Nachbehandlung und Regeneration anbieten kann. Vor allen Dingen, wenn man sich dann doch mal irgendwo ein bisschen geschnitten hat. Man muss ja mal alles ausprobiert haben und es gibt auch Leute, die erzählen, es hilft auch bei juckender und trockener Kopfhaut. Und ich habe das auch schon mal tatsächlich ausprobiert, das Ganze als Haartonikum zu verwenden oder als Hairtonic. Dazu kippt man sich dann natürlich einfach ein bisschen was auf die Hand, verreibt das und dann macht sich das in die Haare. Mache ich jetzt nicht vor. Also quasi wie Haarwasser zu verwenden. Hat natürlich den Effekt auf der Kopfhaut, dass es so ein richtig krasses, freshes, belebtes Gefühl auf der Kopfhaut gibt. Und dadurch, dass das natürlich auch ein bisschen kühl von sich aus schon wirkt, ist das ein megamäßig geiles Gefühl auf der Kopfhaut. Solltest du mal unbedingt ausprobiert haben. Vor allen Dingen, wenn du wirklich ein Problem mit trockenen Schuppen auf der Haut hast. Oder generell bei Neurodermitis in meinen Augen oder sowas. Weil das ist einfach ein Feuchtigkeitsburner. Oder Feuchtigkeitskracher. Als nächsten Anwendungstipp kann ich dir natürlich nur sagen, du kannst es auch bei deinen Tieren, bei deinem Haustier anwenden. Wir haben nämlich bei unserem Kater mal das Problem, wenn der mal raus will im Sommer, kriegt er natürlich vorher immer so einen Zecken- und generell so einen Zecken- und Parasitenschutz in den Nacken gesprüht. Ja, gespritzt, so als Tropfen gibt es das ja. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass das halt manchmal Hautreizungen bei ihm vorruft. Ja, ist ja normal, das Zeug ist ja relativ aggressiv, sage ich mal. Und da ist es natürlich mit der gleichen Anwendung, wie zum Beispiel, wenn ich das als Haarwasser benutze, so ein bisschen von dem Aloe Vera Gel auf die Hautstelle gekippt, nicht sprühen, sonst drehen die Tiere durch bei dem Geräusch. Einfach drauf gekippt, ein bisschen einwirken lassen auf der Haut und man merkt sofort den Unterschied. Ohne Scheiß, ungelogen, er hört sofort auf, sich an dieser Hautstelle zu kratzen. Richtig krass. Funktioniert. Auch bei unserer Katze. Dieses Spray hier, das besteht zu 83% aus purem Aloe Vera Blattgel. Also wirklich das Blattgel aus der Aloe Vera Pflanze, was man hier aus den Blättern rausgeschnitten und filetiert hat, zu diesem Spray verarbeitet. Dazu gesellen sich dann natürlich noch 11 verschiedene Heilkräuterextrakte aus dem Garten und unter anderem sowas zum Beispiel wie Schafgarbe, Brennnessel, Ingwerextrakt, Ringelblumenextrakt, Arnika, Thymian ist da auch mit drin, unter anderem und auch Eukalyptusextrakt, um die kühlende Wirkung dieses Sprays hervorzurufen natürlich, unter anderem. Zudem ist natürlich auch noch Propolis-Extrakt auch schon in diesem Spray enthalten, das ist mega cool. Propolis ist ja eigentlich ein Bestandteil des Bienenwachses, was Bienen dazu verwenden, um ihren Bau und ihre Bienenwaben zu bauen. Warum das so cool ist, das kann ich dir sagen, weil Propolis an sich, das wirkt natürlich deswegen auch antibakteriell und fungizid und das hat natürlich eine extrem geile Wirkung, wenn du wirklich damit mal so kleine offene Schnittwunden behandelst, anstatt Octenisept zu nehmen zum Beispiel. Es beruhigt und kühlt natürlich wunderbar die Haut und durch den hohen Aloe Vera Anteil versorgt es die Haut auch sehr krass mit Feuchtigkeit und das merkt man auch, wenn man es wirklich direkt aufgesprüht hat, als wenn man sich einen Feuchtigkeitsfilm auf die Haut, die saugt sich so richtig voll mit Feuchtigkeit, das ist der Burner. Dadurch bringt es natürlich auch, durch den hohen Aloe Vera Anteil und die Wirkstoffkombination aus den ganzen Heilkräuterextrakten, bringt es auch die Haut bringt es das Hautmilieu in das natürliche Gleichgewicht zurück. Ja, gerade bei gereizter Haut ist das immer so mega wichtig, weil meistens eine Hautreizung genau aus diesem Fakt resultiert, dass die Haut irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Wenn du das einzeln kaufst, kriegst du das Spray in einer 400 ml Pumpsprühflasche zu kaufen und als Teil des Sets hier kommt das in einer 150 ml Pumpsprühflasche. Ganz wichtiger Anwendungstipp noch, am besten macht sich das wirklich vor der Anwendung von anderen Aloe Vera Pflegeprodukten auf der Haut, weil das wirkt dann dadurch, dass es zum einen erstmal die Haut auch mal beruhigt und durchfeuchtet, wie ein Wirkungsverstärker quasi. Es verstärkt wirklich dann die Wirkung von zum Beispiel der Anti-Stress-Creme, ja, oder dem Aloe Vera Gel-Konzentrat oder der Propolis-Creme. Das wird wirklich dadurch verstärkt und das ist wie so ein Katalysator. Funktioniert auch als Standalone-Produkt, aber eigentlich funktioniert es am besten wirklich mit dem Rest dieser Special Care Box, also in Verbindung mit dem Aloe Vera Gel Konzentrat, was zu 90% aus Aloe Vera Gel besteht und der Propolis Creme.
Ja, in Verbindung mit diesen beiden Produkten funktioniert das wirklich am besten. Als mein persönliches Fazit kann ich dazu einfach nur sagen, es eignet sich hervorragend für die Versorgung von Hautreizungen aller Art und kleineren Wunden. Akute Hautprobleme haben sich dabei bei mir meistens immer relativ schnell erledigt, weil zum einen ich natürlich im Sommer immer mit sowas zu kämpfen habe, zu einem meinen Händen wegen Betonarbeiten. Zum anderen natürlich auch im Gesicht habe ich ganz oft das Problem im Gesicht, dass ich hier eine Rötung kriege, weil ich so oft mit einer Sonnenbrille rumrenne und die natürlich immer drunter schwitze bei der Arbeit und hier das immer alles steht. Ist relativ schnell mit den Produkten weg, ist wirklich der Hammer. Und aus meiner Sicht gehört es natürlich, diese komplette Special Care Box, in jede Hausapotheke überhaupt. Weil es ist wirklich ein Spezialist für sämtliche Hautbelange, die mal schnell im Notfall versorgt werden müssen. Jo, aber ich kann dir ja viel erzählen, wenn das Video lang genug ist. Von daher, ich bin immer der Meinung, man sollte selbst seine eigenen Erfahrungen machen, weil probieren geht über studieren. Und von daher kann ich dir nur sagen, wenn du das ausprobieren willst, dann klicke auf den Link unter dem Video, du gelangst direkt auf meine Shop-Seite und kannst dieses Produkt direkt ausprobieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir einen Kommentar, wenn du noch eine Frage hast. Ja, und ansonsten würde ich behaupten, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann erkläre ich dir noch alle anderen Produkte und ja, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.